Und zugeschaltet ist mir jetzt Hanna Feiler, die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion. Ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. In Kassel verweist die Unileitung darauf, dass die Uni ein offener Ort sei, an dem akademische Diskurse und politische Debatten gewaltfrei und auch kontrovers geführt werden können. Aber wir haben gerade die Bilder gesehen. Es hat sich ja oft genug gezeigt, dass diese pro-palästinensischen Demos, diese Aktivisten alles andere als gewaltfrei sind. Vollkommen richtig. Es ist unglaublich, dass wir immer noch darüber sprechen, dass Universitäten ein Raum des Dialogs sein müssen bei den Bildern, die wir sehen. Natürlich müssen Universitäten ein Raum des Dialoges sein, aber jüdische Studierende werden über die vergangenen Monate immer wieder danach befragt, ob sie im Dialog seien. Und dann sehen wir diese Bilder und müssen uns natürlich die Frage stellen, wer sind unsere Dialogpartner? Menschen, die Zubehör, die Universitäten zerstören und verwüsten, Menschen, die zu Gewalt an Universitäten aufrufen, Menschen, die zur Zerstörung des Staates Israels aufrufen, die zu Gewalt an Jüdinnen und Juden aufrufen, können keine geeigneten Dialogpartner für Jüdinnen und Juden sein. Warum lassen denn so viele Unis in Deutschland diesen Antisemitismus zu? Also wir hatten das in Berlin, da hat sich ja die Hochschulleitung geweigert, erstmal diesen Protest aufzulösen, auch als die Polizei das gesagt hat. Und dann musste die Anweisung von ganz oben, vom regierenden Bürgermeister erst kommen. Und dann hat man sehr, sehr widerwillig aber dieses Protestcamp aufgelöst. Also es scheint fast so, als wollen diese Hochschulen antisemitischen Protest auf ihren Unis. Wissen Sie, ich glaube, in Deutschland herrscht viel zu oft die falsche Auffassung, dass man jede Position und jede Meinung gehört haben muss. Und wir sind leider immer noch nicht an dem Punkt angekommen, dass wir verstanden haben, dass Antisemitismus, dass Terrorverherrlichung und so weiter keine Meinung sind, sondern dass es wirklich radikale Ideologien sind, die teilweise auch aus dem Ausland unterstützt und gesteuert werden. Das ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss. Woher werden Gruppierungen wie die wir am Campus sehen, finanziert und unterstützt? All das ist kein freier Meinungsaustausch. Und da durchzugreifen, fällt Universitäten tatsächlich an viel zu vielen Stellen weiterhin sehr schwer, weil sie Angst davor haben, kritisiert zu werden, weil sie Angst davor haben, Haltung zu zeigen. Wir sehen das in Kassel wieder ganz, ganz deutlich. Ein Aufruf zur Intifada ist kein Aufruf, den man missverstehen kann. Die Intifada hat im Zeitraum von über einem Jahrzehnt Tausenden von Israelis das Leben gekostet. Es handelt sich um einen Aufruf zu konkreter Gewalt. Da geht es nicht um eine Meinung, der Raum verschaffen werden müsste. Da geht es nicht um eine Meinung, die man hören müsste, sondern das ist ein ganz konkreter Gewaltaufruf, das ist Terrorverherrlichung. Und da durchzugreifen und Haltung zu zeigen, ist leider immer noch nicht selbstverständlich und das lässt mich ehrlich gesagt fassungslos zurück. Ja, was ist jetzt hier die Lösung? Also Sie haben es gerade schon gesagt, auch unter vermeintlich gebildeten Menschen kursieren ja Verschwörungstheorien zum 7. Oktober, obwohl es so viele Videos und so viele Beweise gibt. Wie soll man umgehen mit diesen Protesten? Es gibt natürlich nicht die eine Lösung. Das Beispiel Kassel macht auch ganz deutlich, wir haben in letzter Zeit wahnsinnig stark auf Berlin, auch berechtigt wahnsinnig stark auf Berlin geschaut, aber es handelt sich um ein bundesweites Problem. Die Gruppierungen sind unglaublich gut vernetzt und dementsprechend braucht es natürlich eine mindestens genauso gute Vernetzung von prodemokratischen, friedlichen Organisationen am Campus, die zusammenarbeiten, um das Problem bundesweit zu lösen. Nichtsdestotrotz, es gibt Organisationen wie beispielsweise OFEC, die Universitätsleitungen an ganz, ganz vielen Stellen bereits beraten, um deutlich zu machen, wie man strukturell das Problem individuell an unterschiedlichen Universitäten angehen kann. Es braucht aber auch ein Ende der sogenannten Lippenbekenntnisse, der Austauschrunden. Jüdische Studierende saßen das gesamte letzte Jahr in allen möglichen Austauschformaten und haben immer und immer wieder sich wiederholt und beraten. Wenn aber nicht die notwendige Haltung da ist, klarzumachen, das, was wir gerade beispielsweise in Kassel sehen, wird nicht geduldet. Es gibt Grenzen, die notwendig sind in unserem demokratischen System. Wenn da diese Hemmschwelle immer noch da ist und man nicht bereit ist, diese Haltung zu zeigen, dann kommen wir nicht weiter. Also es ist ganz klar politische Verantwortung, es ist Verantwortung der unterschiedlichen
Behörden, sei es die Stadt, sei es die Universitätsleitung, da zusammenzuarbeiten und ein gutes Ergebnis zu erzielen. Aber vor allem auch möchte ich die Studierenden, die nicht demonstrieren an ihrem Campus, dazu aufrufen, klarzumachen, dass sie das nicht an ihrem Campus dulden werden. Also wir brauchen mehr Zivilcourage an den Universitäten von Menschen, die sich erheben und sagen, wir fordern unseren Campus jetzt zurück. Hanna Feiler, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.